Mitten im Südpazifik liegt dieser Inselstaat. Es ist der drittgrößte der Welt, Papua-Neuguinea. Fast 7 Millionen Menschen unterschiedlichster Ethnien leben hier. Rund 800 indigene Sprachen werden gesprochen. Es ist ein Land der Vielfalt. 5 Papua-Neuguineer reisen nun knapp 3 Wochen lang durch Bayern. Von München bis nach Bamberg, von Augsburg bis Passau und nach Speyer. Eingeladen hat sie Miss You. Eine der Gäste aus Übersee ist Priscilla Winfrey. Sie ist 32 Jahre alt, ausgebildete Journalistin, Mutter und berufstätig. Ein Lebensentwurf, der in Papua-Neuguinea im Trend ist, wie sie sagt. In ihrer Heimat kümmert sich Priscilla um die Veröffentlichung von Studien über Papua-Neuguinea für das Melanesische Institut, das Miss You unterstützt. Ein Institut, das sich für den Austausch der Kulturen einsetzt. Ihr Anliegen ist es, in Deutschland Menschen zu begegnen und von den Herausforderungen in ihrem Land zu erzählen. Die Veränderung in Papua-Neuguinea ist rasant. Es ist, als lebten wir in der Steinzeit und plötzlich hatten wir Internet und Handys. Wenn die Leute heute im Regenwald Schweine jagen, können sie nebenbei SMSen senden. Ich wünsche mir, dass die Menschen hier verstehen, dass wir sehr genau wissen, was in der Welt vorgeht. Um Priscilla die deutsche Kultur näher zu bringen, begleitet sie die Miss You-Praktikantin Rebecca Noppmann. Voneinander zu lernen, darum geht es den beiden jungen Frauen. Ich finde es einfach toll, dass sie so eine junge, gut ausgebildete Frau ist, mit so modernen Ansichten, gut reflektiert. Und ja, also ich habe schon jetzt nach 3 Tagen das Gefühl, wir werden gute Freundinnen. Das ist einfach total schön. Für Priscilla und die anderen Gäste aus Papua-Neuguinea geht es einmal quer durch Bayern und ins Bistum Speyer. Die erste Station St. Ottilien. Die Mönche des Klosters leben von Viehzucht und dem Anbau von Obst und Gemüse. Auch viele Menschen in Papua-Neuguinea sind in der Landwirtschaft tätig. Sie sind großteils Selbstversorger. In einigen Regionen verwalten die Frauen die Ländereien. Auch Priscilla gehört ein Stück Land, um das sie sich nun kümmern möchte. Auch deshalb hat sie ihre Stelle in der Stadt gekündigt. Sie bekommt ein zweites Kind, wahrscheinlich eine Tochter. Sie soll in ihrer Tradition die Plantage der Mutter bekommen. In Papua-Neuguinea haben wir sehr viel Land, das aber größtenteils im privaten Besitz ist und nicht der Regierung gehört. Wenn einige Papua-Neuguineer hier mit den Mönchen arbeiten würden, könnten sie vieles in der Heimat übernehmen. Wir haben so viel mehr Land als das, was ich hier gesehen habe. Ich glaube, wir müssen unsere Einstellung ändern, um besser wirtschaften zu können. Der Glaube spielt für Priscilla eine wichtige Rolle. Er gibt ihr Kraft und Mut. Sie sieht sich als Christin, die an gemeinsame Werte glaubt. Wenn dein Glaube von tief in dir kommt und du teilst ihn mit anderen Menschen, dann ist das viel wertvoller als eine Doktrin oder das, was dir jemand vorschreibt zu tun. Ich denke, wir sollten uns im Gebet begegnen und menschlich miteinander umgehen. Zusammen mit dem Miss You-Team und den Mönchen von St. Ottilien hat Priscilla eine Jugendvesper gestaltet. Ganz im Zeichen von Papua-Neuguinea und dem gemeinsamen Glauben. Ich fand ihre Geschichte ganz toll, wie sie eben erzählt hat, also eine eigene Geschichte, was wirklich passiert ist und wie sie einfach zu Gott steht. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Die Musik. Ich finde, die haben sehr viel Lebensfreude in sich. Da finde ich, könnten wir alle noch was lernen davon. Wie die anderen Leute, also aus einem anderen Land, mit einer anderen Kultur, wie die einfach die Religion einfach leben. Und das finde ich richtig faszinierend, wenn man das mal mitkriegt. In Papua-Neuguinea leitet Bischof Bernard Unabali die Diözese Bougainville. Er ist hier viel unterwegs. Er nimmt sich Zeit, um mit den Menschen über ihre Anliegen zu sprechen. Nun ist Bischof Unabali in München. Er ist offen und möchte sich von den Menschen hier in Deutschland inspirieren lassen.
Ich habe das Gefühl, wenn wir in Bougainville vorwärts kommen wollen, dann müssen wir den Menschen helfen, sich zu organisieren. Struktur und Disziplin können wir hier in Deutschland lernen. Wir wollen es natürlich nicht übertreiben und das rechte Maß finden zwischen Disziplin und Flexibilität. Im Schloss Fürstenried bereitet sich Bischof Unabali auf die kommenden Wochen vor. Auf Vorträge in Schulen und Gemeinden und auf Gottesdienste. Er möchte, dass die Menschen sein Land und seine Traditionen verstehen. Ein Spaziergang durch den Schlosspark. Ich sehe hier eine Flöte. Sie sind sehr verbreitet in Papua-Neuguinea. Naja, eigentlich sind Flöten vor allem in Bougainville sehr bekannt. Wir spielen sie bei traditionellen Festen. Zum Beispiel feiern wir ein Fest, um die Trauerzeit nach dem Tod eines Menschen nach etwa einem Jahr zu beenden. Wir musizieren und tanzen von Mitternacht bis um 6 Uhr in der Früh. Und dabei spielen alle diese Flöten in verschiedenen Größen. In München möchten Bischof Unabali und die anderen Missio-Partner aus Papua-Neuguinea ein traditionelles bayerisches Fest erleben. Ein Besuch beim Münchner Oktoberfest. Es ist ein schönes Fest, aber sehr modern, sagt Bischof Unabali über die Wiesen. Auf seine Weise ist es auch ein Fest der unerwarteten Begegnungen. Mir gefällt das. Wir haben doch alle eine gemeinsame Basis. Wir alle sind Menschen. Ob Deutsche oder Papua-Neuguinea, ist doch egal. Die gemeinsame Basis ist immer da. Das ist ganz natürlich. Bougainville ist reich an Bodenschätzen, erzählt Bischof Unabali. Doch genau das sorgte für enorme Spannungen auf der Insel. Es ging um Macht- und Besitzverhältnisse zwischen den Menschen von Bougainville, den australischen und britischen Unternehmern und der Regierung von Papua-Neuguinea. Bis 2001 tobte ein blutiger Bürgerkrieg. Noch heute werden die Kupfer- und Goldminen auf der Insel bewacht. Bougainville steht vor einer großen Entscheidung. Zwischen 2015 und 2020 soll ein Referendum über die Unabhängigkeit entscheiden. Die Frage ist, wie die Insel dann wirtschaftlich überleben kann. Bischof Unabali engagiert sich dafür, dass Menschen an der Basis Bildung und Ausbildung erfahren und dass sie ihr Wissen weitergeben. Die Ressourcen nachhaltig zu nutzen, ist die Grundlage für die Entwicklung seines Landes. Denke Großes, tue Kleines. Es ist wie ein Flugzeug, das in der Luft ist, das aber irgendwann auch landen muss. Wir müssen also einen großen Traum haben und jeder muss darin Platz haben. Das möchte ich den Menschen in Deutschland nur mitgeben. Bischof Unabali, Priscilla Winfrey und ihre Landsleute sind nach Deutschland gekommen, um den Menschen von ihrem Land zu erzählen, von den Herausforderungen, die sie zu bewältigen haben. Jetzt sind sie bis zum 28. Oktober erneut auf dem Weg, in Bayerns Diözesen und im Bistum Speyer. Die Veranstaltungen um den Sonntag der Weltmission sind eine Gelegenheit, diesen spannenden Menschen zu begegnen.